Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video geht es um eine Reparatur von einem defekten Flipper Zero. Ja, der Flipper Zero ist zwar ein kleines Multitalent, aber er ist dennoch nicht unzerstörbar. Leider hat es diesen Flipper Zero hier etwas übel erwischt. Man sieht, augenscheinlich ist das Display kaputt. Doch was wirklich hier passiert ist, das habe ich erst gesehen, als ich das Gehäuse auseinandergenommen habe. Wir werden uns in diesem Video mit den Schäden beschäftigen, wie wir diese Schäden reparieren, wo ich die Ersatzteile herbekommen habe und wir werden auch noch etwas über das Innenleben vom Flipper Zero lernen. Viele kennen es vielleicht höchstens aus der aktuellen Sonderedition in diesem transparenten Gehäuse, doch wir schauen wirklich rein und schauen uns an, was ist drin. Gleich nach dem Intro geht's sofort los. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. An der Stelle schwenke ich mal sofort in die kleine Reparaturwerkstatt, wo ich schon den Flipper mal in seine Grundkomponenten auseinandergenommen habe. Ja, das sind die einzelnen Grundbestandteile vom Flipper. Das ist das Gehäuse. Man sieht, das ist hier alles ziemlich verbogen, weil der Flipper hat einen mächtigen Schlag unten rechts drauf bekommen. Man sieht, hier sind die Plastikhalterungen rausgebrochen und auch äußerlich hat es hier einiges zusammengequetscht, sodass das Gehäuse auch nicht mehr wirklich bündig schließt. In der Bodenplatte ist auch die RFID-Antenne verbaut. Hier mit links und rechts jeweils den Kontaktpunkten, wo es zum NFC-Board verbunden wird. Da ist jetzt nichts passiert und das könnte man auch entfernen, aber ich lasse jetzt einfach mal drin. Ja, das ist das Display. Man sieht, das ist ganz dunkel geworden. Da hat es durch den Schlag diese Flüssigkristallschicht zerquetscht. Das ist dann so ausgeblutet. Auch da unten in der am Silikonrand hat es so eine kleine Beschädigung da gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher schon drin war. Schaut auf jeden Fall ein bisschen seltsam aus. Aber das Display muss auf jeden Fall ersetzt werden. Ja, ein Ersatzdisplay habe ich bei AliExpress gefunden. Ich zeige euch dann auch, wenn wir es auspacken, was das für eins ist. Das ist die Schutzhülle oben drüber, übers Display. Das habe ich schon mal runtergebaut. Das ist auch da, wo die einzelnen Knopfteile zusammengefasst sind. Und das hält das da alles in Form. Das ist die kleine Plastikscheibe noch. Die habe ich jetzt einfach mal hier da mit draufgelegt. Ja, das ist die Hauptplatine. Da haben wir oben die GPIO-Header und da hat es mir den rechten direkt rausgebrochen. Den habe ich jetzt an der Stelle schon wieder verlötet. Und auf der anderen Seite, da wo die Knöpfe sind, da sieht man auch das Problemkind, weil ein Knopf, der Zurück-Button, der hat nicht mehr funktioniert. Da schauen wir uns dann nochmal im Detail an, was da das Problem war. Ja, an der Stelle war hier unten das Display, das Flachbandkabel eingeklipst. Ich habe das alte da runtergelöst. Das ist da so ein bisschen mit so doppelseitigem Klebeband befestigt. Das ist das NFC-Board, das Steuerboard, wo auch der Akku mit dran hängt. Der ist auf die Rückseite dran geklebt, 2100 mAh. Ja, das Board ist neben der NFC-Funktionalität auch für die iButton-Funktion zuständig. Da hatte ich auch das Problem, dass 2 von diesen 3 Pins hier, die zum iButton auslesen und schreiben, abgebrochen waren. Die habe ich hier schon mal wieder angelötet. Das ist auch ein häufiges Problem, hier liest man auch auf den Foren, dass die teilweise schon beim Neugerät abgebrochen sind und dann einfach aus der Hülle mit rausfallen. Ja, die sind natürlich, wenn man sie repariert, muss man aufpassen, die müssen ziemlich gerade sein, die müssen hier durch diese Lochführung wieder durch und wenn die irgendwie auch schief angelötet sind, dann brechen die auch super leicht wieder ab. Ja, auf dem Hauptboard zeige ich euch noch schnell was Interessantes. Und zwar diese kleine Feder hier oben, das ist keine Feder, das ist die Sub-Gigahertz-Antenne. Die ist im Prinzip dafür zuständig, für die Sub-Gigahertz-Signale zum Senden und zum Empfangen. Auf der Rückseite eben die beiden GPIO-Headerleisten für die externe Peripherie.
der Micro-SD-Karten-Slot und der USB-C-Anschluss. Ja, wenn wir uns nochmal die NFC-Platine anschauen, da habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, da haben wir natürlich auch den Infrarotsender und den Infrarotempfänger. Wir haben insgesamt 3 sendende Infrarot-LEDs, das sind hier diese weißen, und 2 Empfänger, das sind diese dunkelschwarzen LEDs. Genau, die beiden da. Ja, relativ begrenzt, also wer einen externen Infrarotblaster nutzt, der kann dann natürlich von deutlich mehr Sendeleistung profitieren, weil diese 3 haben wirklich nicht wahnsinnig viel Leistung. Ja, als erstes hatte ich mich an das Anlöten von dem total rausgebrochenen GPIO-Header gemacht. Wenn man da seitlich ein bisschen drauf schaut, sieht man, wie stark da der Schlag eigentlich war, der da auf den Flipper gewirkt hat. Der hat die ganzen Kontakte zusammengestaucht und hat letztendlich dazu geführt, dass er komplett abgerissen ist. Dabei ist auch ein Kontaktanschluss, also diese aufgebrachten Kupferplatten, wo die Kontakte angelötet werden, hat es direkt weggerissen, sodass ich ein bisschen zaubern musste. Ich habe auf die Zuleitung, also wirklich mikrofein, den Lötlack abgekratzt und habe das dann so leicht schief versucht anzulöten. Ja, ich war erfolgreich, Kontakt ist wiederhergestellt und die zweite Baustelle war der Taster. Ja, der Taster, der hat nicht mehr funktioniert. Ich habe dann geschaut, was war eigentlich los. Ja, unterhalb von dem Taster war ein Bauelement rausgebrochen. Ich habe erst mal nicht gewusst, was ein Kondensator oder Widerstand, und ich habe mich erstmal damit beschäftigen müssen, bevor ich mich an die Problemlösung machen konnte. Ja, wenn man so einen Schaden an einem internen Bauelement hat, muss man natürlich erstmal schauen, was ist das für eine Komponente gewesen und wie kann diese Komponente ersetzt werden, wie ist die mit dem Rest des Systems verbunden, und dazu als kleinen Tipp gibt es natürlich beim Flipper eine Dokumentation. In diese Dokumentation schauen wir jetzt mal rein und schauen uns einfach mal den Schaden genau an, was hier passiert ist. Ja, unter die Flipper Zero Schematics finden wir auf der offiziellen Flipper-Seite jede Menge Informationen. Einmal, das habe ich euch ja gerade schon ein bisschen gezeigt, wie der Flipper an sich aufgebaut ist, und auch zur Platine. Hier ist das Hauptboard und das sehen wir hier unten. Das war der Bereich, der bei mir beschädigt ist. Wir sehen hier, es handelt sich hier um einen kleinen Widerstand. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ist der Ganze verbunden? Wir haben hier nochmal eine Planzeichnung, wo wir noch nicht ganz so viel im Ganzen entnehmen kann. Hier sind lediglich die Widerstände durchnummeriert. Hierbei handelt es sich um den Widerstand 54. Das bringt uns jetzt an der Stelle noch nicht so viel, und wir müssen mal schauen, was wir hier noch für Möglichkeiten haben herauszufinden, was hier verbaut ist. Ja, wenn wir hier mal weiter runterschauen, dann finden wir hier die Buttons. Das schaut doch schon mal sehr vielversprechend aus. Das müssen wir uns jetzt hier mal etwas vergrößern. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier mal ein bisschen größer gemacht, dass man es ein bisschen besser lesen kann. Hier haben wir die verschiedenen Knöpfe drauf. Den Zurück, OK, rechts, links, oben und unten Button. Unser Problemkind ist hier der Zurück-Button. Und hier sehen wir auch den R54 Widerstand, und wir sehen auch darunter, dass es sich hierbei um einen 330 Ohm Widerstand handelt. Wenn wir weiter schauen, sehen wir, dass an diesem Widerstand dieser Taster hängt. Das ist eben der Mikroswitch, und wenn der Taster gedrückt wird, wird eine Verbindung zur Masse hergestellt. Hier unten als Ground dargestellt. Ja, das ist eine ganz klassische Pull-Down-Schaltung, wo ein Schalter zur Masse runtergezogen wird. Bedeutet, dass an diesem Back-Button, wenn man den Weg jetzt hier weiter zum Prozessor verfolgen würde, würde der wahrscheinlich über einen internen Pull-Up-Widerstand, meistens sind das 10K Pull-Up-Widerstände, auf ein hohes Level gezogen, und wenn ich den Taster drücke, wird dieses hohe Level gen Masse runtergezogen, und somit kriegt der Prozessor an diesem Pin einen niedrigen Level und weiß somit, hey, da hat jemand die Taste gedrückt. Das bedeutet, dass wir diesen 330 Ohm Widerstand mit einem gleichartigen 330 Ohm Widerstand ersetzen müssten. Ich habe leider das Problem gehabt, dass ich keinen passenden 330 Ohm Widerstand gefunden habe,
Ein alternatives Gerät, was ich ausgeschlachtet hatte, hatte einen 220 Ohm Widerstand, der wäre hier im Notfall auch gegangen. Bloß das Problem ist, es war kein SMD-Widerstand in dieser Größe, sondern ich bin jetzt auch nicht der Profi in SMD-Bautechnik. Es gibt da meiner Meinung nach, findet man die Elemente in 3, wenn nicht sogar 4 unterschiedlichen Baugrößen. Und es war leider ein Widerstand der nächstgrößeren Baugröße. Das bedeutet, der Widerstand war insgesamt, er ist ja wirklich winzigst, er war wahrscheinlich einen halben Millimeter zu groß. Dieser halbe Millimeter hat dafür gesorgt, dass an den Kontaktierflächen nicht genug Platz war, dass ich diesen zu großen Widerstand entsprechend anlöten konnte. Ich habe mir dann überlegt, nachdem ich hier diese Baupläne angeschaut habe, dass es eigentlich auch nichts macht, wenn dieser Widerstand komplett ausgelassen wird. Deswegen habe ich dann schlussendlich den Widerstand mit einer Lötbrücke komplett geschlossen. Kann eigentlich nichts passieren, weil wenn der Prozessorpin intern mit 10K hochgezogen wird und wird hier direkt runter gegroundet, fließen maximal ein sehr, sehr geringer Strom und der wird den Prozessor nicht zum Durchbrennen bringen. Nachdem ich die Probleme auf der Hauptplatine gelöst hatte, habe ich mich so dann ans Display gemacht. Ich habe dazu schon ein neues Display bekommen. Ich habe das bei AliExpress bestellt. Wenn man sich das anschaut, das ist 100% genau das gleiche Display. Problem ist, direkt beim Hersteller kann man keine Ersatzdisplays bestellen, deswegen habe ich mich bei AliExpress auf die Suche gemacht und habe auch dann dieses Original Flipper Ersatzdisplay gefunden. Ohne Hintergrundbeleuchtung kommt es inklusive Versand so ungefähr auf 10 bis 15 Euro, je nachdem. Ich mache das Ganze jetzt hier mal auf und packe das neue Display einfach mal aus. Ja, tun wir mal das gute Stück raus, ganz vorsichtig. Und das schaut wirklich sauber aus, keine Anlaufspuren und auch die Zuleitung, also die Anschlüsse, schauen auch 1:1 so aus. Wenn man jetzt das Ganze mal mit dem anderen vergleicht, legt das direkt daneben, man sieht, die Zuleitungsbahnen sind da wirklich absolut identisch. Es handelt sich hierbei nicht um ein Industriestandard-Display, sondern es ist eine Maßanfertigung für den Flipper Zero. Das heißt, man kann hier auch nicht irgendein kompatibles Display hernehmen, sondern man muss auf das Original zurückgreifen. Ja, wir nehmen uns das Ganze jetzt mal. Ich habe das alte vorsichtig schon rausgelöst und wir legen das jetzt mal ganz vorsichtig an die äußeren Ecken und drücken das so ganz leicht auf das doppelseitige Klebeband auf. Schauen nochmal, kontrollieren nochmal, bevor wir es wirklich fest aufdrücken, ob es wirklich perfekt liegt. Ja, das schaut hier sehr gut aus. Und dann können wir das Flachbandkabel vorsichtig nach hinten umbiegen, in den Stecker vorsichtig einführen und dann die Halteklammer wieder arretieren. So. Schaut jetzt optisch ein bisschen leicht schief aus, aber es ist vollständig gerade drin und es sitzt eigentlich ganz gut. Ja, jetzt wo wir das Display installiert haben, tun wir mal die NFC-Einheit dran setzen, wo auch der Akku ist. Wir fädeln dazu das Flachbandkabel vorsichtig durch, fädeln da den Stromanschluss durch und drücken das jetzt mal ganz vorsichtig zusammen. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil teilweise sind die Halteklammern noch ein bisschen verbogen, aber soweit schaut das schon ganz gut aus. Wir stecken jetzt da ganz vorsichtig den Stromanschluss wieder in den Stecker. Den drücke ich jetzt mit dem Spatscher vorsichtig rein und der Flipper kriegt Strom. Ja, er fährt jetzt hoch und wir haben ein Bild. Ja, das gefällt mir schon mal sehr gut. Damit können wir schon mal weiterarbeiten. Ja, wir werden jetzt die Tasten nochmal testen, ob das mit der Lötbrücke auch funktioniert hat. Dazu tun wir jetzt einfach hier nochmal das lose NFC-Verbindungskabel zum NFC-Board einfädeln und tun das auch festklipsen. Dann geht uns das nicht im Weg um. Ergänzend legen wir jetzt noch die SD-Karte ein. Dann können wir auch im Hauptmenü ein bisschen hoch und runter springen. Schauen wir mal kurz. Ja, Karte ist anerkannt und schauen wir mal. Genau, also das der hat jetzt schon reagiert, aber wir gehen jetzt einmal etwas strukturiert. Okay, Button geht rechts, runter,
links, hoch und große Spannung. Geht der Zurück-Button? Ja, er funktioniert wunderbar. Ja, bei meinen ganzen Tests ist mir jetzt noch ein kleines Missgeschick passiert, weil einer dieser super mega empfindlichen I-Button-Pins ist nochmal abgebrochen. Wir haben jetzt hier nochmal vorsichtig abgelötet, der ist hier einfach so schief da gehangen. Ich lege jetzt hier nochmal eine neue Zinnperle auf und versuche ihn gleich nochmal ganz vorsichtig und natürlich möglichst gerade auf die Platine wieder aufzulöten. Ja, das braucht jetzt ein bisschen Geduld, weil der Pin ist relativ groß, zieht relativ viel Hitze weg. Und ich mache ihn jetzt nochmal von unten ein bisschen warm, dass das Lötzinn sich auf beiden Seiten gut verteilt hat. Und jetzt ganz vorsichtig nochmal drauf. Jetzt mal kurz viel Hitze drauf. Und ja, und so, jetzt sitzt er gut. Ja, nachdem jetzt der interne Funktionstest erfolgreich war, habe ich jetzt nochmal die 2 Platinenteile zerlegt, weil ich muss jetzt noch das Tastaturelement wieder aufbringen. Dazu drücke ich das jetzt einfach vorsichtig drauf. Versuche jetzt auch schon mal ein bisschen so vorsichtig die Plastiknasen wieder in die Form zu bringen, weil da hat es einiges ziemlich verdrückt. Und wenn das jetzt einigermaßen sitzt, ja, ich glaube, ich bin schon recht zufrieden damit, dann können wir uns jetzt dran machen, das Ganze wieder festzuschrauben. Ja, dieses Abdeckelement mit den Tasten drauf, das wird hier mit 2 kleinen kurzen Schrauben gesichert. Eine ist direkt hier oben im Eck und die zweite wird unten mittig an der Platine dran geschraubt. Das alles hält eigentlich diese kleine Tastaturabdeckung gut und stabil an seinem Platz. Ja, wenn die Schrauben fest sind, schaue ich mir das Ganze nochmal an, aber sitzt eigentlich gut. Tasten. So, jetzt Hauptplatine und NFC-Board wieder zusammendrücken. Diesmal vorsichtig schauen, dass es auch wirklich gut sitzt. Gerade im Bereich vom USB-C-Anschluss ist ja die Gehäusebeschädigung gewesen. Da ist auch die Hauptplatine leicht verbogen. Man sieht es eigentlich gar nicht, aber es macht schon ganz schön was aus. Führt dazu, dass das nicht mehr wirklich alles so schön zusammenliegt. Wichtig, I-Button-Pins haben es überlebt. Kein Button wieder schief. Und drückt man das Flachbandkabel da einfach zusammen. So weit, so gut. Mit 2 Schrauben sichern wir nun die Platine in der Gehäuseoberseite. Also die Oberseite, wo wir auch drauf schauen, da wo das Display dann rausschaut. Und damit wird es an Ort und Stelle festgehalten. Ja, perfekt ist was anderes, aber es sitzt den Umständen entsprechend gut. Ja, spannend wird es jetzt nochmal mit der Gehäuseunterseite. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die I-Button-Pins sauber und vorsichtig und gerade durch die Löcher durchführen können, ohne groß zu verkanten, wirklich gerade sauber drauf. Die schauen jetzt hier sehr schön durch und ich drücke das Ganze jetzt vorsichtig fest. Ja, wir merken es jetzt schon auf der rechten Seite. Da muss ich jetzt mal noch ein bisschen schauen, weil dadurch, dass hier der große Schlag drauf ist, habe ich ja natürlich meine Probleme. Das hält hier alles wirklich nicht mehr so wirklich gut zusammen. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen nachjustiert. Ich schraube jetzt mal 3 der 4 Schrauben rein. Bei einer ist leider komplett die Führung rausgebrochen. Das heißt, die dreht vollkommen leer. Da kann ich leider gar nichts mehr tun. Aber schauen wir mal, wenn ich jetzt die unteren beiden, die funktionieren eigentlich noch ganz gut. Und die obere, da geht nur noch die linke und ja, die rechte. Ja, da besser wird es nicht. Auch wenn ich versuche, das weiter zusammenzudrücken. Da rastet nichts mehr ein. Zusammenschrauben kann ich es auch nicht mehr. Ja, da muss ich einfach jetzt damit leben. Dafür, dass er jetzt soweit funktioniert, ist es eigentlich schon ganz in Ordnung. Ja, schlussendlich nach dem Zusammenbau, so schaut er aus. Wenn man ihn anschaut, er schaut eigentlich relativ normal aus. Er ist voll funktionsfähig. Das Einzige, was man hier noch hat, ist, er ist nicht wirklich ganz bündig zugegangen. Dadurch, dass er da diesen Schlag auf die Seite bekommen hat, sind hier die Haltenasen
doch recht in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass die entsprechenden Mechanismen nicht mehr sauber reinrasten. Auch eine Schraube ist das Gewinde rausgebrochen, sodass hier auch nur noch 3 von 4 Schrauben greifen. War ein bisschen ärgerlich, aber dennoch ist er wieder 100% funktionsfähig. Ich habe bereits alle Funktionen durchprobiert. Sowohl I-Button funktioniert, NFC sowohl in 1356 als auch in 125 kHz funktioniert. Die interne Antenne funktioniert, Display funktioniert wieder. Also ich bin zufrieden. Ich nutze ihn hier in dieser Schutzhülle. Und wenn ich ihn jetzt hier auch wieder in das Case rein tue, hilft das auch ein bisschen dabei, das Gehäuse zusammenzuhalten, und eigentlich fällt es nicht auf. Einzig, wenn man mit dem anderen Flipper, der keinen Schaden hat, vergleicht, und ich drücke jetzt hier auf den Zurück-Button und hier, vielleicht hört man es auch ganz leicht, der klickt sauber und der macht einfach nur so ein schwammiges Geräusch. Ja, wahrscheinlich ist hier durch den Schlag ein kleines bisschen vom Plastik irgendwie verbogen, sodass dieser Mechanismus nicht mehr ganz sauber zu seinem Druckpunkt führt, und deswegen ist das Ganze einfach ein bisschen weicher jetzt im Feeling. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das Gehäuse nicht mehr komplett einrastet und dadurch sich somit so ein leichter Widerstand im Gehäuse ergibt. Ja, unterm Strich kann man sagen, trotzdem gut gelaufen. Dafür, dass doch mehr Beschädigungen waren, als wie man zunächst optisch erkennen konnte, ist die Reparatur doch trotz der ein oder anderen Herausforderung erfolgreich gewesen. Auf der Seite von iFixit wird eine Display-Reparatur mit dem Schwierigkeitsgrad schwer beim Flipper bewertet. Ich hätte es jetzt unter normalen Umständen maximal als mittel eingeschätzt. Dadurch, dass ich hier doch die ein oder anderen Schwierigkeiten hatte, weil ziemlich viele Plastikteile verbogen waren und auch Nasen gebrochen, Gewinde ausgebrochen, war es dann doch eher schwierig, auch was eben den Zusammenbau betroffen hat, aber unterm Strich gut gelaufen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video zu einem bisschen anderen Flipper Zero Thema gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt und den Kanal abonniert. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn es wieder um Themen zu IT-Sicherheit oder auch anderen Hardware-Hacks geht. Ja, ich freue mich, dass wir den Flipper wieder unter die Lebenden bringen konnten. Auch mit dieser kleinen Schönheitsmacke ist er dennoch voll funktionsfähig und er kann ein zweites Leben leben. In diesem Sinne freue ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's es gut!